Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam wa rasulillah, Rabbi frah li sadri wa yassir li amri wahlul uqtada min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nun geht es weiter mit Einführung in die Rechtswissenschaften und es geht um die Übereinkunft in der Frage des Madhab-Wesens, also des Wesens der Rechtsschule. Und dieses Kapitel ist auch sehr wichtig, um diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Blitzdenker hier auf TikTok zu widerlegen, die behaupten, man müsste keiner Rechtsschule folgen. Und im Grunde haben sie recht. Man muss keiner Rechtsschule folgen, wenn man ein Mujtahid ist, wenn man Urteile aus Koran und Sunna ziehen kann. Aber diese Leute, das sind Leute, die können 5 Hadithe auswendig und können 10 Suren auswendig und reden über die Madhahib, über die Rechtsschulen schlecht und sagen, man muss Koran und Sunna folgen, weil die Rechtsschulen folgen ja nicht Koran und Sunna, das sind ja nur irgendwelche Leute. Einfach gestört, was hier abgeht. Deswegen Gegenstand der Übereinkunft in der Frage des Madhab-Wesens. Und dieses Kapitel behandelt die Einigkeit der Gelehrten, wenn es darum geht, einer bestimmten islamischen Rechtsschule zu folgen. Und die Gelehrten haben in diesen folgenden Punkten, die gleich erwähnt werden, eine Übereinstimmung, also ein Ijma'. Und egal welche Rechtsschule sie folgen, es wird in folgende Punkte unterteilt. Wie gesagt, die Gelehrten haben eine Übereinstimmung darin. Und was irgendwelche deutsche Prediger sagen, davor möchte ich auch warnen. Diese Leute, möge Allah sie belohnen für das, dass sie Dauer machen, aber sie reden manchmal einen fanatischen Unsinn, der widerlegt gehört. Und deswegen, der erste Punkt im Ijma' der Gelehrten ist der Tadel des Fanatismus. Und es besteht Einigkeit darüber, dass blinder Fanatismus verwerflich ist. Man darf nicht nur diejenigen unterstützen, der zur eigenen Rechtsschule gehört und anderen Rechtsschulen gegenüber feindlich sein. Was bedeutet das? Beispielsweise, man darf nicht sagen, ich verheirate meine Tochter nur mit einem aus der eigenen Rechtsschule. Man darf nicht sagen, ich bete nur hinter demjenigen, der meiner Rechtsschule folgt. Dieser Fanatismus basiert nur auf Meinungen und hat kein Fundament. Es ist gegen die Scharia. Und dieser Fanatismus ist schuld daran an der Spaltung. Und wer aufgrund einer Rechtsschule Freundschaft und Feindschaft, also Al-Wala wa Al-Bara, aufbaut, ist auf einer verwerflichen Sache. Und niemand kann sagen, ich folge Koran und Sunna und eine andere Rechtsschule folgt nicht Koran und Sunna. Denn alle 4 Rechtsschulen folgen Koran und Sunna und das wird schon erklärt in den vorgehenden Videos, die ich gemacht habe, die man auch auf YouTube in der Playlist nach der Reihe anschauen kann. Und wie schon gesagt, Fanatismus in beide Richtungen ist abzulehnen. Jemand, der sagt, ich folge keiner Rechtsschule und jemand, der sagt, nur mein Madhab ist richtig, beide sind irregegangen. Und das sieht man eben auf TikTok, diesen Fanatismus, vor allem in die Seite, dass man keiner Rechtsschule folgen soll. Leute, die keine Mujtahid sind, die kein Ijtihad machen können, die erzählen so einen Unsinn, die haben mal ein Buch gelesen von irgendeinem deutschen Prediger oder die haben mal irgendwo irgendwas gehört von irgendeinem Kollegen und dann hatten sie diesen Maßstab im Kopf, dass man jetzt keiner Rechtsschule folgen muss, weil man muss ja nur Koran und Sunna folgen und schon alleine diese Aussage ist einfach ein Widerspruch. Und das beste Beispiel auch für diese fanatischen, die der fanatisch dem Madhab folgen, da ist das beste Beispiel dass es in Mekka, im Masjid al-Haram, als die Rechtsschulen dort ankamen, gab es dort 4 Gebetsnischen und sogar 4 Adhane. Und das war eine gewaltige Spaltung und das war zurückzuführen auf den Fanatismus für jeden Madhab. Und man muss vor diesen Spaltern warnen und man muss das hier Gelernte lehren und man muss Nasiha geben. Und meine Nasiha an euch, wenn ihr so einen Gestörten seht, der sich hinstellt auf TikTok und dann behauptet, man muss keiner Rechtsschule folgen und man muss es auch nicht, wenn man Mujtahid ist, wenn man eigene Urteile ableiten kann. Und das kann, ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber der Letzte, der das gemacht hat, war Shaykhul Islam ibn Taymiyyah. Denn sogar die großen Gelehrten machen kein Ijtihad.
sondern sie sind auch nur Befolger. Und deswegen, wenn sich hier sein Majnun auf TikTok hinstellt und sagt, folgt keiner Rechtsschule, dann drück unten auf den Knopf, blockieren, blockieren, erledigt. Fertig, blockiert solche Leute. Die dürfen keine Reichweite bekommen, diese Irregegangenen. Dann der zweite Punkt, wo sich die Gelehrten einig sind, einen Ijma haben, das ist die Akzeptanz der 4 Rechtsschulen. Und die Existenz der 4 großen sunnitischen Rechtsschulen, also Hanafi, Maliki, Shafi'i und Hanbali, wird vollkommen akzeptiert. Es gibt keinen Aufruf, diese abzuschaffen oder ihre Bücher aufzugeben. Und es gibt Leute, die einfach eine Rechtsschule streichen oder sie lehnen Wissen von einer Madhab ab. Und das sehen wir oft in Bezug auf Abu Hanifa. Dort gibt es auch irgendwelche Gestörte. Auf TikTok, da versammeln sich die Gestörten, ist mir aufgefallen. Ich habe früher nicht so viel mit TikTok zu tun gehabt, erst seit ich diese Dawa mache. Aber mir ist aufgefallen, auf TikTok sammeln sich die Gestörten und deswegen machen wir diese Reihe. Also, es gibt Leute, die einfach eine Rechtsschule streichen oder sie lehnen Wissen von einer Madhab ab. Und es gibt Konsens unter den Muslimen, dass die Wahrheit nur in diesen 4 Rechtsschulen liegt. Niemand kann etwas anderem folgen und behaupten, es wäre die Wahrheit. Das funktioniert nicht. Und das Befolgen der Rechtsschule ist Pflicht. Es ist Pflicht, einer Rechtsschule zu folgen, bis er die Stufe des Mujtahid erreicht. Und für alle unter dieser Stufe ist es verpflichtend, und das sage nicht ich, das sagen die großen Gelehrten, die haben einen Ijma darin, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und es ist nicht unmöglich, wie schon erwähnt, Mujtahid zu werden, aber es ist in der heutigen Zeit keiner bekannt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass einer kommen wird. Und wie schon erwähnt, der letzte sehr bekannte Mujtahid war Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Und wer wissen will, warum das nicht mehr sein kann, der soll die vorgehenden Videos anschauen. Dort wird es genau erklärt, was diese 4 Imame geleistet haben, dass sie überhaupt Mujtahid werden konnten. Und dazu reicht es nicht aus, dass man ein Buch von einem deutschen Prediger liest und 10 Hadithe auswendig kann und 5 Koranverse auswendig kann und dann sagt, ich folge Koran und Sunna. Und derweil ist man ein Irregegangener. Man soll sich einfach mal zusammenreißen und nicht anfangen zu reden und zu behaupten, man würde es besser wissen als ein Mujtahid. Einfach den Mund zu. Die Leute behaupten, sie wissen es besser als ein Mujtahid wie Abu Hanifa, wie Anas ibn Malik, wie Imam Shafi'i oder wie Ahmed ibn Hanbal. Stellt euch das mal vor, wie gestört diese Menschen sind. Und Leute lernen 2 Bücher in Fiqh und denken, sie können Ijtihad machen. A'udhu billah. Dann der dritte Punkt, Verhalten des Gelehrten bei Abweichung. Wenn ein Anhänger einer Rechtsschule die Stufe des Ijtihad, und das ist wichtig, und was noch zu erwähnen ist zum oberen Punkt, man lehnt keine Madhab ab, aber man sucht sich nur eine aus, der man folgt. Man mixt da nichts durcheinander, das funktioniert auch nicht, das ist auch sehr wichtig. Kommen wir wieder zu Punkt 3, das war nur zur Ergänzung. Verhalten des Gelehrten bei Abweichung. Wenn ein Anhänger einer Rechtsschule die Stufe des selbstständigen Urteils, des Ijtihad erreicht und feststellt, dass die Meinung seines Imams im konkreten Fall schwächer ist als eine andere, dann handelt er richtig, wenn er der stärkeren Meinung folgt. So, bedeutet das jetzt, dass jemand auf TikTok kommt und sagt, ich habe 10 Hadithe gelesen und ich bin jetzt anderer Meinung und das ist stärker und jetzt folge ich dem? Nein, derjenige, der zum Ijtihad befähigt ist. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit machen das nicht einmal die Gelehrten, die großen Gelehrten. Wer bist dann du, dass du das machst? Und es gab immer wieder Gelehrte, die eine andere Meinung vertraten, als ihr Madhab vorgibt. Und das waren diejenigen, die zum Ijtihad in der Lage waren. Doch niemals sagten diese dann, und das ist auch sehr wichtig, niemals sagten diese dann, dass diese Rechtsschule falsch ist oder verwarfen den Madhab. Und das sieht man heute. Jeder Dahergekommene verwirft Urteile aus dem Madhab ohne einen Funken Wissen. Beispielsweise, man nimmt ein Buch, dann liest man die deutsche Übersetzung und daraus leitest du ein Urteil ab. Ist man nun Mujtahid?
Nein, und dasselbe ist bei den Talibul Ilm, die Urteile abgeben aus den Tafsir. Auch bei denen müsst ihr aufpassen, denn dies ist nicht erlaubt und verwerflich. Nur Leute, die den Koran, nur Leute, die den Koran selbst erläutern können, sind Leute, die Urteile ableiten können. Und jeder andere ist ein Befolger. Also wenn jemand zu dir kommt und er sagt, ich habe dieses Urteil ist zu verwerfen, weil ich habe im Tafsir von dem und dem gelesen, schon vorbei. Er hat ein Tafsir genutzt, er ist ein Befolger. Jemand, der Ijtihad machen kann, braucht keinen Tafsir, braucht keine Erläuterungen, braucht keine Übersetzungen. Jemand, der Ijtihad machen kann, ist jemand, der Hadithe auswendig kann und nicht 10, nicht 15, sondern 50.000, dort kann man mal beginnen, und der den Koran auswendig kann und der keinen Gelehrten zur Erläuterung braucht, das ist jemand, der Ijtihad machen kann. Und sonst kann es niemand machen. Und wie gesagt, es waren nur sehr wenige, die diese Stufe des Ijtihad erreichten. In den letzten 700 Jahren war der einzig bekannte Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. So, jeder, der Imame braucht, die ihn darauf hinweisen, wer in den Hadithketten vertrauenswürdig ist, oder eine Übersetzung oder eine Erläuterung eines Gelehrten braucht, ist kein Mujtahid. Das bedeutet, wenn jemand Mujtahid werden will, dann muss er dann muss er einen Überlieferer nehmen zum Beispiel, und dieser Überlieferer hat 1000 Ahadith. Und jetzt muss er jeden Ahadith durchgehen mit der Überlieferungskette und muss überprüfen, ob der Überlieferer in der Kette vertrauenswürdig ist. Und dass wir jetzt nicht zu tief in dieses Thema eingehen, damit du dann ein Hadith oder damit du diese 1000 Hadith überprüft hast, brauchst du Minimum 2 Jahre und dann kannst du immer noch kein Mujtahid sein. Versteht ihr, auf was ich hinaus will? Auch ein Sheikh Salih al-Fawzan, Hafidullah, macht keinen Ijtihad. Das ist auch sehr wichtig. Sheikh Salih al-Fawzan, er ist der Mufti, das religiöse Oberhaupt von Saudi-Arabien. Wer sagt, dass er kein Wissen hat, ist in die Irre gegangen. Am besten blockiert ihr solche Leute. Und nicht einmal Sheikh Salih al-Fawzan macht Ijtihad. Er gibt beispielsweise, jetzt werden manche sagen, ja, aber er gibt Fatwa und so. Okay, er gibt beispielsweise Fatwa über Sachen, die neu sind. Zum Beispiel über Aktien, Bitcoin und so weiter. Aber die Gelehrten von heute machen kein Ijtihad in Sachen, die die Rechtsschule schon erklärt haben. Auch das nächste Argument von diesen Blitzdenkern zerstört. Die heutigen Gelehrten geben Fatwa, ja, sie geben Fatwa, die neu sind, wie Aktien, Bitcoin und so weiter, aber sie machen kein Ijtihad in Sachen, die die Rechtsschule schon klärten. Nummer 4. Akzeptanz des Schulsystems als Ausbildung. Es ist absolut akzeptiert, einer Rechtsschule im Sinne einer strukturierten akademischen Ausbildung zu folgen. Man lernt die Grundlagen einer Schule, achtet dabei jedoch auf die Beweise, also auf den Dalil, und sucht nach den fundiertesten Ansichten. Und das ist für Leute, die es studieren und nicht für Leute auf TikTok, die ein Buch von einem Prediger gelesen haben. Hier wird der Madhab wie eine Universität verstanden. Statt dass jeder den Koran und die Hadithe auf eigene Faust zu interpretieren versucht, nutzt man den Madhab. Man lernt dort Schritt für Schritt die juristische Methodik und das Ziel ist es aber nicht, ein blinder Befolger zu werden, sondern zu lernen, wie man Beweise richtig analysiert. Und das machen Leute, die studieren, die Gelehrte werden, die Gelehrte sind, und das machen nicht wir hier auf TikTok, und wir maßen es uns auch nicht an, dass wir so etwas machen oder dass wir zu so etwas fähig wären. Nummer 5. Erlaubnis der Aussage des Imams zu folgen. Es ist dem Lernenden erlaubt, der Aussage seines Imams zu folgen und sie diesem zuzuschreiben, sofern er nach der Prüfung der Beweise von der Richtigkeit und Vorrangigkeit überzeugt ist. Hier geht es darum, wie man im Alltag mit den Urteilen der Imame umgeht. Es ist völlig erlaubt, der Meinung eines großen Imams wie Abu Hanifa oder Malik und so weiter zu folgen und zu sagen, ich bete so, weil es der hanafitischen Meinung entspricht. Ich bete so, weil es der malikitischen Meinung entspricht. Man sagt aber nicht, dies ist falsch oder jenes ist falsch.
Der wichtigste Zusatz ist hier aber die intellektuelle Ehrlichkeit. Man folgt dem Imam nicht aus Gruppenzwang, sondern weil man sich die Argumente angeschaut hat und aus tiefster Überzeugung sagt, die Beweise dieser Rechtsschule leuchten mir in dieser Frage am meisten ein. Und wie erwähnt, die letzten zwei Punkte sind nicht für Laien. Auf gar keinen Fall machen wir das. Wir folgen einer Rechtsschule und wir wiegeln da nicht ab, ja, aber das könnte und das gefällt mir besser und ich bin eigentlich Hanbali, aber das gefällt mir bei Shafi'i besser. Nein, man folgt einer Rechtsschule, man folgt ihr in allen Dingen, man lässt die Sachen, die innerhalb der Rechtsschule eine Meinungsverschiedenheit haben, das wurde vorher erklärt, man lernt die Sachen, die keinen Meinungsunterschied haben, und man denkt nicht, dass man Mujtahid ist, weil man ein Buch gelesen hat in Deutsch und weil man 5 Hadithe auswendig kann und dann nicht mal mit Isnad und weil man denkt, man kann jetzt 20 Seiten vom Koran auswendig, ich bin jetzt besser wie Ahmed ibn Hanbal oder wie Abu Hanifa. A'udhu billah. Möge Allah uns fernhalten von diesen Leuten und wie gesagt, wenn ihr so einen Schwachkopf seht oder so, wie soll ich sagen, so eine Knalltüte sieht, dann blockiert diese Leute. Fertig. Okay, möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.